Hallo zusammen, ich bin's mal wieder, euer Michael, und heute gibt es von mir ein Video zum neuen DJI Osmo Pocket 4. Den habe ich hier mit dabei und wir sind nicht in Deutschland, sondern wir sind in England. Gerade aktuell auf dem Flughafen in London, haben jetzt unser Partymobil für die nächsten Tage abgeholt. Wir haben einen schönen VW-Bus, wir sind wieder unterwegs mit der Reisegruppe Sonnenschein. Und heute geht es um den Osmo Pocket 4, deswegen schalte ich jetzt direkt mal um auf die Kamera und wir schauen uns das Ganze mal an. Ich war nun also mit dem Pocket 4 für insgesamt 4 Tage in England unterwegs und habe fast ausschließlich mit diesem gefilmt. Alles, was ihr hier seht und hört, wurde mit dem Pocket 4 und dem internen Mikrofon oder mit dem DJI Mic 3 aus der Creator Combo aufgenommen. Super. Und ab geht's. Und auch dieser Ton vom Voiceover ist damit aufgenommen. Nach unserer Anreise haben wir uns kurz mit ein paar Snacks eingedeckt und dann ging es auch schon über die M40 und ein paar Landstraßen. So, wie fühlt es sich an, ganz links und doch rechts zu fahren? Ja, verrückt. In Richtung Westen zu unserem ersten Ziel. Kleiner Mikrofontest, internes Mikrofon vom DJI Pocket 4 und ratet mal, wo wir sind. Die einen oder anderen werden es vielleicht ein bisschen kennen. Wir sind auf der Diddley Squat Farm von Jeremy Clarkson. Selbst bei richtig starkem Wind macht das eine gute Figur. Das konnte es am nächsten Tag dann auch direkt am Strand von Sandbanks Beach im Süden der Insel unter Beweis stellen. Kurzer Mikrofoncheck vom internen Mikrofon bei windigen Umgebungen. Wir sind hier am Sandbanks Beach und hier windet es wirklich. Ich denke, ihr werdet es auch hören im Video, weil es ist schon wirklich sehr windig. Ihr seht es vielleicht auch an mir. Ich habe hier mir meine Mütze aufgezogen, weil ihr seht es vielleicht auch da hinten an den Fahnen hier irgendwo. Hier ist schon ordentlich Wind. Das hält einige Leute nicht davon ab, hier trotzdem ein bisschen rumzuschwimmen. Für uns, wir haben keine Handtücher dabei, sonst hätten wir es wahrscheinlich auch mal ausprobiert. Aber ja, das ist hier auf jeden Fall mal der Test vom internen Mikrofon bei windigen Bedingungen. Ich hoffe, man konnte mich so halbwegs verstehen. Und dort war es wirklich windig. Also ich hätte nicht gedacht, dass der Sound so gut rauskommt, wie er jetzt rausgekommen ist. Da ist jetzt auch kein Dead Cat oder sowas irgendwie drauf. Das ist wirklich der pure Osmo Pocket ohne irgendwelches Zubehör. Am Anreiseabend sind wir dann noch in Jeremy Clarksons Pub, dem Farmer's Dock, gefahren. Dort haben wir schon Wochen vorher reserviert, waren dort zum Essen und haben dort dann auch noch den Sonnenuntergang genossen. Und auch hier konnte der Osmo Pocket 4 ein bisschen zeigen, was er so bei Lowlight drauf hat. Insgesamt hatten wir wirklich Glück mit dem Wetter. Wir hatten eigentlich die kompletten Tage nur Sonnenschein und immer um die 20 Grad. Natürlich, ja, wenn wir so ein bisschen auf Anhöhen waren oder so, dann kam mal ein bisschen Wind dazu. Zum Beispiel hier beim Stonehenge, da war es ein bisschen windiger, aber jetzt nichts Besonderes und lang nicht so stark wie am Strand. Insgesamt war das Wetter schon wirklich außergewöhnlich und auch die Einheimischen sprachen da von einem Miracle zu dieser Zeit im April. Der Osmo durfte also bei perfektem Wetter mit idealen Lichtbedingungen zeigen, was er so kann. Aufgrund von harten Schatten durfte dann auch der Sensor natürlich zeigen, was er in Sachen Dynamik so drauf hat. Aufgenommen wurde bewusst in kompletter Autoeinstellung in hoher Bitrate und ausschließlich in D-Log für die höchste Dynamik, solange es die Kamera eben zuließ. Denn in 4K 240 habt ihr leider kein D-Log-Profil. In den ersten Tagen habe ich auch komplett ohne Filter gearbeitet, also keine ND-Filter und auch keine Mistfilter oder ähnliches verwendet. Im Nachhinein würde ich die Belichtung wohl auf minus 0,3 oder minus 0,7 stellen, da er beim Vloggen mit Gesicht auch leicht zum Überbelichten tendiert. Das ist wie beim Pocket 3, den habe ich auch eigentlich immer so auf 0,3 oder 0,7 eingestellt, weil auch dieser ein bisschen zum Überbelichten tendiert. So, Andreas. Ja. Wie war bisher, Szene, wie fandest du bisher die Reise? Sehr, sehr schön. Es war übermäßig sonnig und vor allem sehr beeindruckend. Sehr beeindruckend. Ja. Weiter geht's. Achso, willst du noch weiter erzählen? Nein, eigentlich bin ich fertig. Aber wie gesagt, hier war wirklich alles auf Autoeinstellung, alles komplett, Belichtung, Weißabgleich und so weiter, habe ich dem Osmo Pocket 4 überlassen. Die perfekten Einstellungen werde ich dann noch ein bisschen verifizieren und dazu ein extra Video erstellen. Gerade bei der Slow Motion von 4K 240 zeigt sich dann doch eine leichte Überschärfung im Bild, weshalb ich später dafür auch einen Mistfilter eingesetzt habe, um das Bild etwas weicher zu bekommen. Über die Bildeinstellung habt ihr die Möglichkeit, die Texturen, da gehe ich davon aus, dass das die
Schärfe auch betrifft, hinunterzustellen. Auf das Ganze will ich aber dann in einem anderen Video noch genauer drauf eingehen. Wie gesagt, habe ich alles auf Auto gelassen und nur im Nachhinein die DJI LUT für das D-Log verwendet. Die Farben im normalen Profil und bei 4K 240 haben mir dann aber auch schon ganz gut gefallen. Je nach Aufwand wird es sich vermutlich also auch ganz gut anbieten, komplett ohne D-Log zu arbeiten und nur etwas die Schärfe rauszunehmen. Die 4K 240 sind dann schon eine wirklich tolle Möglichkeit, Zeitlupen aufzunehmen. Ihr müsst dabei nur beachten, dass das Ganze dann komplett ohne Ton aufgenommen wird. Es bietet sich dann also in keiner Weise zum Vloggen an. Ihr müsst die Bildrate immer von Hand umstellen, falls ihr mal wieder etwas mit Sound aufnehmen wollt. Und was ihr im Zeitlupenmodus auch noch beachten müsst, ihr habt keine Möglichkeit, den Zweifach-Zoom zu verwenden. Das ist ein bisschen schade, weil 4K 240 kommt schon mit einem leichten Crop. Man wünscht sich manchmal aber eben doch noch einen kleinen Zoom, um da den Bildausschnitt noch ein bisschen besser festlegen zu können. Ich gehe davon aus, hier muss man dann einfach auf die Pro-Version vom Pocket 4 warten, um das dann zu bekommen. Über den Zweifach-Zoom sprechend, der ist wirklich klasse und kommt eigentlich ohne Qualitätsverlust. Erst im Vierfach-Zoom merkt man dann wirklich einen deutlichen Qualitätsverlust, da hier wirklich digital ins Bild und die Pixel gezoomt werden muss. Ich würde euch also empfehlen, den Vierfach-Zoom eher zu meiden und da eher den Zweifach-Zoom zu verwenden. In London selbst habe ich dann noch zeitweise mit einem 64er ND-Filter gearbeitet, weil es eben sehr hell war und ich auch mal die Belichtungszeit ein bisschen anpassen wollte, also ein bisschen länger bekommen wollte. Hier habe ich die Originalfilter von DJI verwendet, die verlinke ich euch alle mal in der Beschreibung, dann könnt ihr euch die auch mal anschauen. Aber egal ob mit oder ohne Filter, die Stabilisierung war zu jeder Zeit einfach super. Das war auch schon beim Pocket 3 so und hat sich hier zum Pocket 4 hin natürlich nicht verschlechtert, ist eher noch einen Tick besser geworden. Also hier war ich wirklich sehr zufrieden damit. Auch im Zweifach-Zoom ist die Stabilisierung immer noch super. Also ihr müsst euch da überhaupt gar keine Gedanken über irgendwelche wackelnden Bilder machen. Und auch das Tracking ist noch ein Tick besser geworden, als es beim Pocket 3 schon war. Also da war es ja eigentlich schon nicht schlecht. Beim Pocket 4 ist es schon noch mal ein gutes Stück besser geworden. Also ihr könnt euch da auch mal kurzzeitig hinter irgendwie was verstecken oder so. Der Pocket 4, der wird euch da nicht verlieren. Also da haben sie wirklich mit dem Active Track 7.0, glaube ich, alles richtig gemacht. Insgesamt kann ich auch sagen, die Bildqualität ist wirklich sehr gut und auch die Dynamik zusammen mit D-Log ist wirklich klasse. Ich bin sehr zufrieden damit, selbst im Lowlight stimmt hier noch alles, solange es eben nicht stockdunkel wird. Von der Freistellung her dürft ihr natürlich nicht so viel erwarten. Es ist halt nur ein 1 Zoll Sensor mit relativ viel Weitwinkel. Ich glaube 20 mm Brennweite haben wir da und wir haben halt auch nur eine Zweierblende. Klar, wenn ihr etwas näher an eurem Motiv seid, dann habt ihr da auch ein gutes Bokeh und ein bisschen Freistellung. Im Alltag, wenn ihr mit größerem Abstand aufnehmt, ist es aber weniger der Fall. Kurz erwähnen muss ich auch noch den internen Speicher. 107 GB, die sind meiner Meinung nach wirklich ausreichend. Ihr bekommt da ungefähr 2 Stunden 20 Minuten 4K 60 auf den Speicher und das ist schon wirklich sehr gut. Mir hat es immer komplett ausgereicht. Ich hatte zwar noch eine Speicherkarte drin, habe die aber nie benötigt. Das Ganze könnt ihr auch dann wirklich schnell über USB-C auslesen. Bei mir waren die Übertragungsraten 500 MB, 800 MB und schneller in der Sekunde. Das Mic 3 ohne USB-Anschluss ist da nicht ganz so mein Fall. Ihr habt da ein extra Kabel mit dabei, das wird auch so magnetisch am Mikrofon befestigt. Das benötigt ihr zum Laden oder eben auch zum Datenauslesen. Da ist beim Mic 2 ein bisschen entspannter. Da könnt ihr das USB-C-Kabel direkt einstecken. Das ist so ein kleiner Negativpunkt. Klar, das Mic 3 ist dafür deutlich kleiner. Und schade ist natürlich auch, dass ihr in der Creator-Combo jetzt keinen Batteriegriff mehr mitbekommt. Den müsst ihr extra kaufen. Ich glaube, der kostet 69 € oder sowas. Ihr könnt den alten Griff von dem Pocket 3 verwenden. Das habe ich teilweise gemacht, habe dann aber festgestellt, dass ich auch komplett ohne Batteriegriff weit über die Runden komme. Also ich war da einen halben Tag unterwegs, habe immer die ganze Zeit immer wieder was aufgenommen und so weiter, habe da wirklich Material ohne Ende gesammelt und hatte dann immer noch 60% Akku oder sowas. Also von der Laufzeit her kann man da wirklich nichts sagen, da ist schon ordentlich was geboten. Klar, wenn ihr jetzt natürlich nicht die Möglichkeit habt, zwischendurch mal nachzuladen oder so und das mal 2-3 Tage verwenden wollt, dann ist der Batteriegriff wahrscheinlich schon ein bisschen von Vorteil. Alles in allem war ich wirklich sehr zufrieden mit meinem Kauf, gerade für den engen Landtrip jetzt war das natürlich perfekt. Der Pocket, wie sein Name schon sagt, passt einfach in die Tasche und es war gerade in London oder so einfach ideal, das Ding in die Tasche vom Hoodie zu packen. Ihr seid damit super mobil, ihr habt eine richtig tolle Bildqualität, könnt damit sehr gut aufnehmen. Klar, Fotos natürlich nicht, für Fotos würde ich den jetzt auch nicht verwenden, aber gerade im Videobereich ist es meiner Meinung nach für unterwegs fast unschlagbar, wenn man einfach sehr mobil sein will und nicht viel mit sich rumschleppen will. Der Kleine kann auch wirklich was ab, also der ist mir 1-2 Mal dann doch mal runtergefallen, weil ich den Batteriegriff nicht dran hatte und der
dann schon wirklich sehr klein ist. Ich hatte den dann mal hinten in der Hosentasche, habe den rausgeholt, bin abgerutscht, zack, lag er am Boden. Ist aber immer so gelandet, dass er nicht auf dem Display gelandet ist. Jetzt hat er da ein paar Macken, da so ein bisschen hinten am Gimbal oder sowas, aber nichts Wildes. Die Linse ist frei von Macken, keine Kratzer und auch der Bildschirm hat eben nichts abbekommen. Das ist schon wirklich sehr gut. Ein großer Dank geht da dann auch noch an Fotoprofi Ludwigsburg, welche eine wirklich sehr schnelle Auslieferung hinbekommen haben, dass ich den eben noch pünktlich mit nach England mitnehmen konnte. Also wie gesagt, ja, ein großer Dank. Ich packe euch da mal Links in die Beschreibung, dann könnt ihr euch das Ganze einfach mal anschauen und gegebenenfalls dann natürlich auch kaufen. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr die Links von mir benutzt. Dann bekomme ich da ein bisschen was zurück. Ich hoffe, das Video hat euch soweit gefallen. Wenn es denn so war, lasst mir doch einfach ein Like da und abonniert den Kanal für weitere Videos, denn gerade zum Pocket 4, da wird es natürlich auch wieder ein Tipps- und Tricks-Video geben und dann vielleicht auch so noch ein paar Videos für ideale Vlogging-Einstellungen und so weiter, wo ich euch noch ein bisschen meine Erfahrungen teilen will. Das war's und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Ciao.